Massage. Lass mal gucken. Führerschein bestanden. Spa. Massage. Lass mal gucken. Ich habe auf jeden Fall meine Unterkunft jetzt gefunden. Was ein Upturn und was ein Stress. Die Adresse in Airbnb war einfach komplett falsch. Dann habe ich mich mit dem Kerl da vor Ort angelegt, weil ich zu ihm gesagt habe, guck mal, es sagt halt absolut hier. Und er sagt, nein, das ist nicht hier, bei mir ist komplett ausgebucht. Aber ich sagte, dann sagt mir, wo ich sonst hin soll. Ich habe schon gebucht, ich habe gezahlt. Dann bin ich quer durch die Stadt gefahren. Ein Uber Eats Kerl hat sich mir angeschlossen, weil er mitbekommen hat, dass ich es nicht finde. Dann tauche ich an der anderen Adresse auf einmal taucht der Uber Eats Kerl auf. Und dann sage ich, was machst du? Er sagte, ich wollte nur gucken, ob du es auch wirklich gefunden hast. Es gibt manche Leute, die unglaublich hilfsbereit sind und das bin ich nicht gewöhnt. Oder das ist man nicht gewöhnt. Der hat so lange mit mir gesucht, bis wir es gefunden haben. Und irgendwann habe ich auch zu ihm gesagt, ey, mir ist scheißegal, ich gehe ins nächste Hotel, wenn die ein freies Zimmer haben, schnapp ich mir das. Dann gehen wir ins dritte Hotel, weil die anderen ausgebucht waren. Und dann fragt die Frau in der Rezeption mich nach meinem Namen und fragt, wo ich herkomme. Und sage ich Deutschland, wo ich es halt nicht mehr gerne sage. Und auf einmal guckt sie so, ruft kurz den Chef an, gibt mir das Telefon, dann sagt der Chef, ja, du bist an der richtigen Adresse. Da habe ich zu ihm gesagt, hast du ein Glück, weil ich war gerade dabei zu stornieren. Das heißt, ich bin eigentlich da reingegangen, um das nächste freie Zimmer zu nehmen und das war einfach das Airbnb in einem Hotel. Da bist du dann auch ein bisschen baff. Okay, das sieht nicht so einladend aus, aber wir gucken jetzt mal. Man weiß überhaupt nicht, was Spa heißt. 24 Stunden. Ich bin gespannt. Sieht sehr grimy aus. Manchmal muss man einfach Risks nehmen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier rauskomme. Aber eine gute Massage wäre halt geil. Okay, 1 Stunde 4.000 Rupie sind 11 Euro. 12 Euro für eine Stunde Massage. Kann man machen, oder? Ich gebe jetzt erstmal was essen, Kaffee trinken und ich muss irgendwo gutes WLAN finden, weil in meinem Airbnb gibt es keins, auch wenn es angeboten wurde. Deshalb setze ich mich später mit dem Manager hin. Und es geht mir nie darum, mich auszukotzen, sondern konstruktive Kritik zu äußern, weil ich sage ihm, ey, das sind Gründe, warum Touristen nicht wiederkommen. Und man will ja auch, weißt du, wenn Leute einen fragen, wenn man in einem Land war, oh, wie war es da? Oder wir reisen auch dahin, würdest du uns was empfehlen? Dann will doch eigentlich ein Hotelbesitzer, dass man sagt, ey, in dem Hotel war es mega, da könnt ihr nichts falsch machen. Aber mit der Art und Weise ist es halt nicht der Fall. Deshalb muss ich jetzt gucken, weil ich brauche Wi-Fi, um ein paar Sachen für morgen zu planen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das ein legitimer Massagesalon war, weil da waren ein paar Damen, die mich sehr, sehr dubios angeguckt haben. Deshalb weiß ich nicht, ob es Happy End gibt oder nicht. Aber ich will eigentlich nur eine Massage. Das erinnert mich an deine Geschichte, Kai. Falls du das siehst. Massage wollen und dann doch was anderes kriegen, ne? Jo. Es ist, wie es ist. Ich atme jetzt tief durch. Mache das Beste aus diesem Tag, auch wenn ich nicht eine weitere Stunde eigentlich in Colombo verbringen wollte. Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Unabhängig von den Leuten. Die Stadt ist nicht reizvoll. Da mich der Hunger mal wieder plagte, suchte ich mir gleich mal den nächstbesten Curryladen. Und ich muss echt sagen, dass die Qualität der meisten Curryläden so dermaßen gut war und mir vorher gar nicht bewusst war, was für eine große Auswahl an verschiedenen Currys es eigentlich gibt. Besonders dieser Laden war mega schön eingerichtet und das Ambiente gefiel mir auch. Ich schwöre, die sind anders, die Leute hier. Ganz anders drauf. Schnell mal vom Roller absteigen. Ich höre es nur hinter mir knallt's. Ich denke, okay, es gab irgendwie einen Unfall. Und dann sehe ich, der wollte einfach mir helfen.
Basil hatte ich tatsächlich bis jetzt nichts mehr gehört. Doch es änderte nichts an meiner allgemeinen positiven Laune und meiner positiven Einstellung dem Leben gegenüber. Inzwischen hatte ich mich eigenständig um einen Roller gekümmert. Das Einzige, was fehlte, war der lokale Führerschein. Es ist wieder spät geworden. Ich habe wieder gar keine Zeit gehabt, irgendwas zu dokumentieren, aber ich erzähle euch jetzt mal eine Sache, die ich gelernt habe durch das ganze Reisen. Und vor allem hier. Und dann komme ich zu einem Punkt, der mir tatsächlich wirklich sehr viel Sorgen macht. Und zwar sehe ich eine Sache in vielen Ländern inzwischen entstehen, in denen ich das nicht kannte. Und es gibt einen Grund, warum Menschen aus den westlichen Ländern immer in die Drittweltländer reisen, weil sie eine unglaubliche Lebensfreude vorfinden, obwohl die Menschen nichts haben. Das Problem ist, dass es inzwischen in diesen Ländern alles dermaßen schwierig geworden ist und die Lebenssituation so hart ist, dass die Bevölkerung, die immer füreinander da war, und das ist das Ding, die Menschen, die nichts haben, teilen immer miteinander. Inzwischen ist es an einem Punkt, dass die anfangen, sich gegenseitig zu beklauen und so entsteht Kriminalität. Und dann habt ihr wieder eine Regierung, die mit dem Finger auf diese Leute zeigt und sagt, ja, das ist ein Problem, wir müssen es ändern. Dabei ist es ein Teufelskreislauf, den Regierungen und reiche Staaten selber in Gang getreten haben. Und das, was ich halt immer kannte, ist diese Lebensfreude, egal ob man was hat oder nicht, und sein letztes Hemd zu teilen, fängt an tatsächlich auch zu bröckeln. Allein als ich in Ägypten war letzten Monat und den Monat davor, oder überhaupt im letzten Jahr, habe ich was vermisst, was für mich die ägyptische Kultur ausgemacht hat. Und zwar nicht nur, dass es unglaublich intelligente Menschen sind, sondern es sind herzensliebe Menschen, die mit Kindern so, ich kann es euch gar nicht erklären, wie warmherzig die mit Kindern und generell mit jungen Menschen umgehen, was ich in Deutschland sehr vermisse. Und selbst da habe ich gemerkt, dass inzwischen andere Energie herrscht, dass Leute weniger lachen, obwohl das Lachen das Wichtigste dieser Menschen war. Und die Lebensfreude, einfach überhaupt am Leben zu sein, einen kleinen Fisch essen zu können, mit Freunden nachts draußen zu sitzen und einen Tee zu trinken. Ich hatte gerade ein sehr langes Gespräch mit einem Sengalesen hier aus Colombo und ich unterhalte mich einfach gerne mit jungen Menschen, weil ich wissen will, wie sie denken, was sie vorhaben, und es ist schön, dann jemanden zu treffen, der jung ist und sagt, weißt du, ich liebe dieses Land und wenn ich hier die Möglichkeiten hätte, würde ich hier auch nie weg wollen. Nur die meisten meiner Generation wollen ins Ausland, weil sie sehen, dass es überall anders besser ist. Nur so viele von denen landen in diesen Ländern, verdienen zwar relativ gut Geld, aber wenn sie sehen, wie hoch die Lebenskosten in diesen Ländern sind, ist es am Ende plus minus null. Und ich gucke ihn an und sage, Bruder, ich probiere das allen Leuten zu erklären, in allen Ländern, in denen ich letzten Jahre bereist habe. Das ist ein Teufelskreislauf. Dass das Gras immer grüner auf der anderen Seite ist und vor allem das Gras nicht grüner ist im Westen. Und wenn man da ankommt, man merkt, dass die Scheiße eigentlich noch viel, viel schlimmer ist. Dass vor allem Kinder mit 2 Nationalitäten, 3 Nationalitäten oft die Möglichkeit haben, in privilegierten Ländern zu studieren und sich zu bilden, aber sich dann entscheiden, da zu bleiben, weil das Leben so konform und so angenehm ist, anstatt diese Bildung wieder zurück in ihr Land zu bringen und der nächsten Generation zu ermöglichen, nicht das Land zu verlassen. Und genau das muss gebrochen werden. Und ich glaube auch genau aus diesem Grund wurde so vielen von diesen Ländern einfach die Identität genommen. Und deshalb sehe ich auch irgendwie eine krasse Absicht, den Menschen in Afrika, den Menschen im Nahen Osten, den Menschen in Asien die Identität zu nehmen. Ich meine, es hat bei uns Afrikanern angefangen. Viele Afrikaner sind nicht stolz darauf, Afrikaner zu sein, weil es heißt, du hast ein hartes Leben. Das heißt, du gehörst einer 2. oder vielleicht sogar 3. Klasse an. Und diese Stigmatisierung ist so tief eingedrungen, dass die Menschen das selber über sich glauben, anstatt stolz darauf zu sein, wo sie herkommen. Und damit meine ich nicht Nationalitäten, sondern ich meine aus welcher Kultur. Weil die meisten dieser Kulturen waren mal sehr, sehr große Kulturen und das darf man nicht vergessen. Medizin kommt nicht aus dem Westen, Mathematik kommt nicht aus dem Westen. Selbst die Religion wurde sich angeeignet und Jesus wurde weiß gezeichnet mit blauen Augen. Das muss man sich alles mal überlegen. Und früher in Geschichte, als ich den Satz gehört habe,
Sieger schreiben, Geschichte, war mir nicht bewusst, was das bedeutet. Aber macht euch darüber mal Gedanken. Und ich mache das nicht, um irgendwie nur Schattenseiten auf die westlichen Länder zu werfen, weil es auch sehr viel Positives gibt in den Systemen, die sie aufgebaut haben. Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit. Ich glaube, ihr wisst, dass ich komplex genug denke und immer probiere, alle Seiten zu beleuchten. Aber in der Welt, in der wir gerade leben, hat das keinen Platz, weil die Kacke so dermaßen am Dampfen ist und gewisse Nationen so viel Blut an den Händen haben. Und wenn sie nicht langsam verstehen, dass sie eine Verantwortung tragen, so schnell wie möglich ein Gleichgewicht da reinzubringen, wird das Fass einfach so krass explodieren. Early in the morning, mach mir keine Sorgen. Auf dem Weg zur Prüfstelle, muss den Führerschein besorgen. Ja, früh wach, früh übt sich. Bin noch relativ früh ins Bett gestern. Und hol mir jetzt erstmal einen Kaffee, ein bisschen klarkommen und dann mache ich mich direkt zur Führerscheinstelle, damit ich den temporären Führerschein hier für Sri Lanka bekomme, damit ich endlich meinen Roller holen kann und damit ich hier wegdüsen kann. Die Natur, der Dschungel ruft mich. Und ich habe keinen Bock mehr hier, ganz ehrlich. Gestern ist mein Video leider abrupt abgebrochen, weil ich wieder einen riesen Monolog gehalten habe und ich gesehen habe, dass mein Akku bereits auf irgendwie 2% war. Das heißt, es hat abrupt abgebrochen, aber ich glaube, ich habe den größten Teil von dem, was ich sagen wollte, gesagt. Die Welt muss sich ändern und die Masse an Menschen, die unter diesem System leidet, muss verstehen, dass sie nur zusammen was ändern können und nicht gegeneinander kämpfen sollten. Und ich hoffe, dass sie das früher oder später verstehen. Lieber zu früh als zu spät. Wieder mal ein weiterer sonniger Tag auf meiner Expedition durch Sri Lanka. Ich machte mich früh morgens auf den Weg zur Führerscheinstelle, da ich noch am gleichen Tag die Stadt verlassen wollte und ab in den Dschungel. Ich habe mir jetzt ein Uber bestellt. Das Lustige ist, dass die Uber hier einfach auch Tuk-Tuks sind. Also man kann sich natürlich auch ein Auto klar machen, aber mit Tuk-Tuks ist man halt viel schneller unterwegs. Und du hast halt einen Festpreis. Für alle die mal in Sri Lanka sind, wenn ihr keinen Bock habt zu diskutieren und wenn ihr immer mehr habt, holt euch einfach ein Uber und dann habt ihr keine Kopfschmerzen. Ich bin jetzt am Department of Traffic and Licensing. Hier ist Rambazamba, es stehen Leute schon in der Schlange. Ich habe gedacht, ich als alter German, wenn ich ein bisschen früher da bin, ist gut. Die stehen jetzt schon in der Schlange. Ich muss jetzt ein paar Fotokopien machen und da stand, dass es sehr wichtig ist, dass man wirklich alle hat. Weil wenn man dann nämlich drin ist und in der Schlange steht und drankommt und nicht alle Fotokopien hat, muss man wieder raus, um das wieder neu zu machen. Deshalb muss ich jetzt schon ein bisschen konzentrieren. Aber Paperwork und Germans, das passt, das kriegen wir hin. Ich freue mich, wenn ich den Ort hier verlasse, mit den Papieren in der Hand, dann bin ich happy. Oh, Schlange. Eine Schlange nach der anderen. Ich kriege jetzt schon ins Kotzen. Oh mein Gott. Gute Frage, wo ich jetzt hin muss. Okay, Fotokopien sind gemacht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich selber nochmal Lichtbilder brauche, aber das stand jetzt nämlich so. Ich hoffe, das reicht jetzt erstmal aus. Und jetzt muss ich erstmal checken, wo ich hin muss. Es geht besser als gedacht. Und vor allem sind die relativ freundlich. Bei uns bei den Behörden kriegst du ja das Kotzen, hast das Gefühl, du musst gleich jemanden zusammenschlagen. Ich muss noch rausfinden, wo ich hin muss. Alter Schwede, die sind so freundlich. Selbst der Polizist hat gesagt, hier, schnell. Dann bist du vielleicht schneller, muss jetzt hier bei H rein. Ich habe keine Ahnung, wo und wie. Wie komme ich da jetzt hin? Guck mal, was hier los ist, Alter.
So, ich habe mich jetzt überall schnell durchgeschlichen. Die Polizisten haben mich immer vorgeschickt. Jetzt bin ich schon am ersten Counter. Ich hoffe, ich habe alles, was ich brauche. Wenn das klappt, habe ich meinen Driver's License und kann hier raus. Dann hole ich meinen Roller und weg bin ich. Laune ist auf jeden Fall wesentlich besser als gestern, muss ich sagen. No problem. I'm happy it works so fast here. In other countries this will take at least a week. Ich näher mich meinem Ziel. Ich habe jetzt alle Papiere, die ich brauche. Ich muss noch was ausfüllen. Ich hoffe, das reicht. Und dann müsste ich eigentlich jetzt danach mein Temporary License kriegen. Okay, ich bin noch nicht ganz da, aber fast. Von einem Counter zum nächsten. Das erinnert mich an diese eine Asterix und Obelix Folge, da wo die in Rom sind. Nein, sie müssen zu A. Nein, sie müssen zu B. Sie müssen zu Halle C. Das läuft reibungslos für all die Leute, die mal nach Sri Lanka kommen und hier fahren wollen. Geht hier ratzfatz. So, jetzt muss ich noch zum Counter 47. Habe aber schon gezahlt. Guck mal, was eine Schlange. Guck mal bitte, was eine Schlange. Aber das betrifft uns Foreigners nicht. Man wird wieder bevorzugt. Was ich davon halte, weiß ich nicht. Aber alleine, wenn Leute in Behörden freundlich sind, macht das schon so einen riesen Unterschied. Voll angenehm. Okay, 45, 46, 47. Almost there. Da sind wir doch. Da sind wir doch. Führerschein bestanden. Es gab aber eine sehr lustige Aktion. Ich hab ja die ganze Zeit gefilmt und irgendwann kommt ein Polizist und sagt, no, no, not filming here. Habe ich gesagt, kann ich mich wenigstens selbst filmen? Sagt er, no, no, you delete. Dann nimmt er mein Handy, will anfangen zu löschen und filmt sich einfach erstmal selber. Habe ich gesagt, Sir, now you're on my camera as well. Dann habe ich das gelöscht, was ich da gemacht habe. Aber den Rest habe ich noch. Ist ja klar, auf Behörden, so kann man das eigentlich nicht bringen. Aber der Buxi kann alles, weil er es mit Charme löst. Boah, ich kann jetzt fahren. Geil. Jetzt geht's erstmal zurück Richtung Hotel. Noch was Kleines essen. Packe ich mein Zeug und dann lasse ich mir den Roller bringen. Wow. Ich glaube es noch gar nicht, dass ich bald auf den Straßen Sri Lankas bin. Also, Scooter ist da. Scooter wurde mir gebracht. 50? Yes. Perfect. Deal. Den anderen Rucksack hier zwischen den Beinen. Was ist los?